Ja, hallo und willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Ich bin mal schnell ins Lager gehuscht und ich wollte Helsin in die Gruppe nehmen, denn ich denke, er folgt jetzt wieder. Wobei, wir brauchen eigentlich gleich auch Shahira noch. Also Shahira ist ja in der Gruppe. Achso. Ja, dann ist ja okay. Und wir wollten mit Will reden. Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldurin? Ich finde den Helm sehr witzig. Wenn wir den noch einfärben. Wie schade, Baldur hat eine Verantwortung den Bedürftigen gegenüber? Egal. Vielleicht lässt die Führung mit sich reden. Die Flüchtlinge können an einen anderen Ort gehen. Eine Stadt, in der die Krise steckt, darf sich um sich selbst kümmern. Oh, wo sollen sie hin, ne? Balduria. Als ich Baldur verlassen habe, war es eine sichere Zuflucht. Da muss Gorta dahinter stecken. Heute ist auch wieder ein guter Vorlesetag, ich merke schon. Ich nehme Nummer 4. As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Will ist manchmal schon sehr blutrünstig, ne? Herzogin Stelmane wurde anscheinend ermordet. Kennt ihr sie? I met her twice. The first time, I was a boy of 7 or 8, at a banquet in the Flaming Fist's honor. One look and I was smitten. Chestnut hair that flowed behind her like willow fronds, as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. A stroke victim? I asked Father later. No, he said. A stroke survivor. Wahrnehmung hätte ich hier haben können. Ich weiß allerdings nicht was. Die Unterhaltung war für mich neu mit ihm. Klingt so, ob sie zu früh gehen musste. Was für eine Tragödie, ja, den Schlaganfall zu überleben und dann irgendwie ermordet zu werden. Supi. Habt ihr eine Ahnung, wer hinter dem Mord stecken könnte? I couldn't say. But think about this. My father was tadpoled. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. To exert control, you must first sow chaos. A tyrant's strategy, as father would say. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. Okay, irgendwie hätte ich schon Bock, ihn doch auch mal wieder in die Gruppe zu nehmen. Alleine um deinen Helm anders einzufärben. That's the spirit. Mir gefällt das Blau auch irgendwie nicht mehr so. Ich mag bei ihm irgendwie grün oder rot. Ich weiß auch nicht warum. Du hast außerdem Stufenaufstieg. So, ich habe keine Ahnung mehr, was du eigentlich alles hast. Das ist immer gut. Warte, ich hatte ein Video gesehen, ich glaube, das Verwünschen irgendwie beim Hexenmeister sehr gut sein soll, in Kombination dann mit dem Strahl, den er hat. Ich nehme mal Verwünschen, ich muss das mal ausprobieren, was ich da gesehen hatte. Du lernst einen Zaubertrick für einen kritischen Treffer bei einem Angriffswurf. Mit Zauber meldest du ein Auge weniger. Ich glaube, das nehme ich mal eben. Und du bekommst noch die Peitsche.
Hatten die bei ihm mal durch, glaube ich, irgendwas? Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht doppelt. So. Elementar beschwören, Sprung, mit Toten sprechen. Buch der uralten Geheimnisse. Achso, da bekomme ich im Prinzip nochmal extra Zauber. Dann hätte ich auch eben Bersten nicht auswählen müssen, wenn ich das mache. Und dann doch wieder das. Und ich könnte einen Zauber tauschen. Sehe ich aber gerade nicht, dass ich das wollen würde. Nächste Stufe. Wir sind, glaube ich, insgesamt bei 10. 12 haben wir auf jeden Fall. Einfache Illusion, Freunde. Oh, mal Illusion. Und das hypnotische Muster und heilige Belastbarkeit. Ah, okay, kann man immer eine Resistenz auswählen, das ist auch ganz cool. Den Strahl der Übelkeit hätten wir jetzt doppelt. Weil wir immer noch, genau, das ist der Stab der Mumen, den wir vom Tantchen haben. Spurten und Wucht hatte ich bei dir. Arkane Energie, Donnerwoge. Okay, muss ich mich mal überlegen. Haben wir noch irgendwas? Wir haben immer noch den toten Flüchtling hier. Ich meine, gut, der Gedankenschinder hat ja auch nur das Hirn gebraucht. Ja, nun. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich eine Truhe voll Leichen habe, frag mich. Okay, dann packen wir das gleich in. Kann ich das eigentlich da rein tun? Ach, das war was zum Werfen oder so. Explodiert oder so. Nein, Euphorie. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Egal. Konzentration. Ich wollte gucken, was ich für ihn noch benutzen könnte. Ja, ich brauche ja keine Überzeugen bei ihm, wenn er nicht aus Versehen angesprochen wird. Weil er für mich ja keine Dialoge übernimmt. Gucken wir mal in die Reisetruhe. Was haben wir da Schönes? Irgendwie habe ich das Geräusch des aufklappenden Reisekoffers jetzt vermisst. Egal. Heiliges Chaos. Das Essen ist mal wieder nicht in Essen reingegangen. Ich fände das so cool, wenn das besser funktionieren würde. Hier rein, hier rein, hier rein. Da haben wir... Ach ja, vergesse ich jedes Mal wieder, dass ich das habe. So, Farben brauchen wir gleich. Und ich habe doch meine mächtige Robe drin. Vielleicht müssen wir die auch wieder zu einem späteren Zeitpunkt benutzen. Und wieso habe ich da 6 Feuerpfeile drin? Nimm die mal mit. Die Klinge, damit kann er nicht umgehen. Wir hätten den Froststab noch. Er macht jetzt allerdings kein Kälte, ne? Von daher ist das so ein bisschen sinnlos bei ihm. Ich könnte ihm natürlich normale Waffen geben statt einem Stab. Ursprünglich hatte er auch so eine Rapier. Ich weiß nicht, wie gut er mit dem Ding umgehen kann. Geht er eigentlich auch, ne? Zauberplatzregeneration statt göttliche Führung. Ja, lassen wir erstmal göttliche Führung, kann ich brauchen. Ich müsste vielleicht mal noch eine Tasche holen für die ganzen
abgetrennten Gliedmaß. Was war das denn nochmal hier? Aha. Das ist der arkaner Sturmangriff. Vielleicht magst du die Robe anziehen. Ich hatte bei ihm auf Rüstung, ne, weil ich auch so ein bisschen Nahkampf mit ihm machen wollte, aber ich bin gewillt, das auch wieder zu ändern. Ach so, das war... ich erinnere mich. Diese Schuhe geben wir ihm vielleicht nicht. So, ich habe immer noch was zu essen hier. Tomate, Käse. Ich weiß, spannende Folge. Baguette, Wasser. Trinken wir nicht. Wir trinken kein Wasser. Wir sind sehr ungesund, das will er eh nicht rein. So. Und jetzt... Weißt du, ich werde vielleicht tatsächlich... die Schnippets-Sachen vielleicht da rein tun. Nur damit ich halt so ein bisschen Überblick habe, wie viele Teile wir schon haben. Wobei ist eigentlich egal. Wer von uns hat eigentlich das Buch gelesen? Ich habe noch 8000 Gold da drin. Okay. Farben. Was machen wir mit deinen Kleidern? Weiß und Scharlachrot, Schlammrot, Salbeigrün, sündiges Rot auf Knochenweiß. Wir könnten eigentlich mal das hier... Achso, ich wollte ihm ja eh das hier geben. Ja, geht so. Nämlich, ich habe Ozean genügend, dass ich das vielleicht mal nehme. Aber das ist halt auch wieder so... Nee, das ist mir zu blau. Wir müssen einkaufen gehen. Was ist denn mit Purpur? Ja, dann wird der Helm halt wieder so bräunlich, aber das ist auch nicht komplett scheiße. Nee, steht hier nicht. Ich muss dringend zu einem ganz bestimmten Laden. Okay, das geht vielleicht. Bleiben wir erstmal bei Schlammingrot. Ich muss shoppen gehen. Noch irgendwas mit Rot? Für die Schuhe? Knochenweiß ist natürlich so eine Sache, aber geht vielleicht. Könnte natürlich auch meine mächtige Robe anziehen. Aber er zaubert mit Charisma, oder? Hexenmeister aus Charisma. Ich hatte die Robe noch nicht, benutzt die jetzt mal. Wir spielen ja auf Mitte. Da ist das nicht ganz so relevant, wenn man mal jetzt nicht immer das Optimalste auswählt. Und wir gehen mit dir noch shoppen. Karlach ist schon ganz ungeduldig. Du hast aber noch eine Leiche im Inventar, die du bitte jetzt mal... was war das denn hier? Gewaltiger Sprung. Okay, cool. Lass mal die Leiche verschwinden hier. Flup. So, schön. Ich überlege gerade, vielleicht blende ich im Dialog oder so meinen Hut aus. Dass wir den ab und zu mal sehen und ab und zu mal nicht. Muss mal gucken. Ich meine, ich gefalle mir schon mit dem Hut, aber... Man sieht halt meine Frisur so gar nicht.
wichtige Dinge. So, die Kombi hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Will und Shahira und Carla. Und in dieser Kombi gehen wir Welcome to Sharess's Caress, hierhin. where our libations and sensual indulgences restore even the weariest souls. So. Welcome to the caress. Da steht übrigens An Corilla. oasis of pleasure. Aber wir reden erstmal. Corilla verschwindet, glaube ich, an dieser Stelle nicht. Das heißt, wir reden jetzt erstmal mit der Dame Mamsell Amira. A weary traveler, battered and bruised, you come for sustenance, no decadence. Und ich habe mich nicht gewaschen. A mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. Ja, das wäre. A sturdy dwarf, a Nein. leather whip, she gives, you receive. Or have I misjudged you? Guck dir Karlach an und, nein. Zwerge? Nein. Bade. Ihr schätzt mich vollkommen falsch ein. Sie wird mindestens 3 Kleiderwechsel brauchen. Oh, you crave a performance. How decadent. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Eigentlich sind wir wegen einem Mord hier, aber wird die strenge Bibliothekarin denn morgen wieder da sein? Swishing. I'm no fortune Schade. teller. If I had a crystal ball, I promise I'd already have consulted it. Truth is, Fion's gone well missing. And my hands may be skillful, but they were not made to turn every last stone she might be hiding behind. Ihr braucht Hilfe, lasst mich helfen, Fiona zu suchen. To service is my calling, not to be served. Ugh, but I'd be a fool to say no. The girl kept my coffers near overflowing. 2 flights up, then turn right, and right again. That's Fion's pleasure room, Elminster's library. Here, take the key. Was Elminster wohl dazu sagt. Jetzt zu I'm anderen listening. Dingen. Wir haben noch ein bisschen was mit dir zu besprechen. Ich habe nämlich schon längst ihre Leiche gefunden. Murdered! Hm. Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. I'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. Eine Frau ist tot und er macht euch Gedanken ums Geld. Ihr könnt doch sicher ein bisschen für mich erübrigen. Sweeting. This is Baldur's Gate. I've seen more murders than a butcher's right eye. There'll be time for tears. Cruel as it is, I must turn my mind to business, or, more precisely, the lack of it. Gut, Hmm? was hätten wir denn noch? Ihr habt Drow-Hostessen da. Das klingt allerdings verlockend. Twins, yes. Hands of such skill they could turn stone to silk. Your body could suffer no knot they can't untangle. They're through the curtain to the right. You'll need coin and stamina in abundance to enjoy their services, but the gold will be as well spent as you are. Und wie sind die anderen Optionen? Nisha, our lovely nymph, but she's engaged in the nymph's grotto on the top floor, sweeting. The client's a favorite of hers, too. I doubt you'll be able to tear her away. But we are blessed to have a devil in residence at the moment. A temporary guest. But he asked that I send any potential clients his way. Everyone who's paid a visit looks
quite changed by the experience. Ja, jetzt wird's doch sehr viel interessanter. Hat der Teufel einen Namen? Indeed he did. Raphael. Exceedingly handsome, and with a voice that could make the foulest blasphemy seem the sweetest hymn. So, wir haben den Zimmerschlüssel für die, wo wir schon wissen, dass sie tot ist. Und wir haben den Hinweis, dass oben Raphael ist. Valeria sieht man auch schon im Hintergrund flattern, mit ihr müssen wir reden. Wir können uns mit den Drow-Zwillingen vergnügen, wenn wir das möchten. Und ich sehe eine Katze. Ich muss dringend mit der Katze reden. Einfach so. Warte. Hab ich nicht mit Tieren sprechen? Ja, hier, bitte. Ich muss immer mit allen Katzen reden. Come to pay your respects to the real lady of the house, I see. What a clever creature you are. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most welcome to make an offering. Warum sollte ich? Nein, wir geben natürlich Komplimente, ist eine Frage, welche. Deine Augen sind wie zwei unheilvolle Edelsteine, die noch die selbstzufriedenste Ratten mit Furcht und Schrecken erfüllen. Deine Pfoten können nur das zarteste Geschirr umstoßen. Dein prächtiger Schwanz kann einen Diener unversehen mit der Anmut einer Kaiserin zu Fall bringen. Ich habe besser... Nein. Versuchen zu streichen würde ihr, glaube ich, auch nicht so gefallen. Wir sind mal ein bisschen Klischee und geben ein Augenkompliment. Oh, you are quite correct. I consider them one of my finest features. Ja, sie sind schon sehr The auffällig. Ne? unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from your deference, and I must suffer their foibles alone. Es tut mir leid. But they do say a burden shared is a burden halved. Was hat denn das zwielichtige Duo da hinten zu flüstern? Can't you hear from here? They're talking about the new top cat in the criminal underbelly. Go and listen for yourself. As for them personally, one never washes and instead douses himself with rose oil, while the other can't hold his drink. Und was geschieht hinter den Vorhängen? The Drow, two of our most popular courtesans. A night with them seems to be rather life-changing, if you can afford it. Of course, they are siblings, but judging from the throngs of clients they draw, most of the city is as disgusting as they are. Was hältst du von der Klientel allgemein? That's rather a broad topic. We get all sorts here. But there is one frequent visitor whose very presence offends me. He dresses fabulously, but stinks of the hells. Something Raphael? infernal, to be sure. Abhorrent. Okay. Danke, ich möchte dich zwar gerne streicheln und einstecken und mitnehmen, aber das ist leider nicht möglich. So, Corilla. Damn, Hoots! That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Something's off about this one. On your guard. Oh. It's Raphael's favorite misadventurer. Good to see you again, even if you have put me out of pocket. The boss bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. Ja, wer seid ihr genau? Ich werde zu ihm gehen, wir haben noch unerledigte Geschäfte. Was will er denn mit mir? Er hätte zu Hause bleiben sollen. Wer seid ihr denn überhaupt? Ah,
I forget we've never met. Nicht so wirklich offiziell. I've had Ne? my eyes and ears on you so long we feel like old friends. Carilla is my name. I'm Raphael's assistant, shall we say. Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft wir sie gesehen haben in diesem Spieldurchlauf. Ich habe sie auf jeden Fall schon sehr früh das erste Mal gesehen. Oder kann man sie halt sehen im Hain bei dem Fest am Schluss. Da schleicht sie sich ans Lager an. Wir hatten sie, glaube ich, gesehen beim Steinmetz. Da hat sie sich versteckt. Und sie ist bestimmt noch öfter da und ich habe es noch nicht mitbekommen. Ja. Sie behält einen für Raphael im Auge. Denn er möchte was, an das wir rankommen könnten. Und ich habe das Gefühl, du hast einen Schatten, der so nicht sein sollte. Das ist ein bisschen gruselig. Now, that there's a face I'd remember if I'd seen it. Welcome to Sharess's Caress. What can Hoots do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon? Or maybe... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. Ein neues Gebräu klingt stark, das probiere ich mal. Ich habe da ja noch so einen Gutschein. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs a stronger wallop than all 10 of my knuckles. Could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. No telling till the first drop hits your gullet. Probieren wir es doch mal. Damn! The gal knows what she wants. Hauptsache Karlach ist First one's on einverstanden. the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. Have a look. Hutsfusel. Und ansonsten hat sie sehr viel Getränke. Und ein Amulett des Trunkenboldes. Wenn du dieses Amulett trägst, gewinnst du 2 bis 8 Trefferpunkte pro Zug zurück, solange du betrunken bist. Ich, betrinke mich dann doch nicht so wirklich. Ich habe gehofft, ich könnte dir jetzt deinen eigenen Gutschein verkaufen, aber kann ich nicht. Wie wär's denn mal mit diesem Schimmelbeutel? Hier, du kriegst verschimmelte Zucchini. All set, are you? Man kann sich natürlich auch noch ein bisschen mit der unterhalten, wenn man möchte, aber ich glaube, sie hat nicht so wirklich Interessantes zu erzählen. Könnt ihr was gerne selbst testen. Ich lasse ja immer gerne ein bisschen was aus, damit auch ihr, wenn ihr es nochmal spielen wollt, es tun könnt. So. Rein damit. Wilde Magie wird aktiv. Okay. Ich hätte es mir vielleicht für eine Kampfsituation aussparen sollen. Aber man weiß ja nie, was man bekommt. 9 Runden wilde Magie. Na gut. Das hätte mich ja vielleicht auch jetzt umwerfen können oder so. Ich glaube, die Drow-Zwillinge besuchen wir vielleicht ein anderen Mal. Suchen wir doch mal hier Valeria. Ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter mit den Trauzwillingen. Aber ich meine, wir hatten ja gerade eine Nacht mit Hellsens. Ne? Man muss es sich ja so ein bisschen über den Akt 3 verteilen. Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Ich fürchte ja, ich habe neue Beweise gefunden. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Wer ist die Vella? My assistant. She's posted in the lower city investigating Duke Stelmane's murder.
Now, back to it. What have you found? Gods. Stelmane is really gone then. Ja. Der Mord an Vater Logan ist nur Teil eines größeren Intrige Baals. Ich habe die Mordwaffe, die ihr besehen habt, in einem Tunnel unter dem Tempel gefunden. Wir steigen gleich mit der Mordwaffe ein, jetzt wo ich sie habe. Muss ich sie abgeben? Quite the discovery. Fragezeichen. Doesn't tell me everything though. Why was Logan killed? Ja, wohl ist aus demselben Grund wie alle anderen auf dieser Liste, um sich Baals Gunst zu sichern. Really? You as well? Mhm. Duvella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? Also von der Liste berichten. Ja. Constable Duvella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Ja, da Show her the list and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Prost. Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Ich muss mich jetzt erstmal waschen. Und wir haben den Unterstadtpass. Kommen wir leichter rein. Wieso? Ich bin noch so dreckig. Jetzt nicht mehr. Ich wasche mich, bevor ich zum Teufel gehe. Was soll ich hier? Ah. Eine schöne Aussicht. Allerdings Raphael. Da müssen wir noch eins suchen, müsste ich sagen. Was würde ich sagen? Müsste ich sagen, glaube ich. Weiß nicht. Ich laber heute wieder komisches Zeug. Ich habe auch schon getrunken. Einfach mal jede Tür öffnen. Achso, gut. Balkon. Da müssen wir auch raus. So, das müsste die Nymphe sein. Nymph's Grotto. Die beschäftigt ist. Platzen wir da jetzt erst rein oder gehen wir erst zum Raphael? Das ist Elminsters Bibliothek. Moan loudly in the library at all times. Da haben wir den Schlüssel. Ja, und sie ist leider nicht mehr. Oh, mal gucken, ob wir hier irgendwas Schönes finden. Man findet auf jeden Fall diese Lederensemble hier überall, von dem ich tatsächlich kein Fan bin. Aber ich kann es natürlich mal demonstrieren. Das ist so ein Ding. Es gibt, glaube ich, verschiedene. Auch so in... Es gibt noch welche, das sind wirklich nur so... Das geht sogar noch. Ich finde, das passt sehr gut zur Shahira. Es gibt noch welche, das sind nur so Lederstreifen im Prinzip. Das sind aber nicht die hier. Ich glaube, das möchte ich fast Lae'zel geben. Diese gehen nämlich sogar noch, finde ich. Ich behalte es mal eventuell für mich. Nehmen es mal mit. So. Was? Geboren, um wild zu sein? Okay. Ja gut, ich schlag's mal rauf. Ich bin ja nicht so... steht da überhaupt irgendwas? In diesem magischen Abenteuer erklärt der einzigartige Elminster im Gespräch mit Volo, welche Ungenauigkeiten sich in die Berichte des Letzteren über die
Paarungsrituale der Feywild eingeschlichen haben. Mit sehr grafischen Beschreibungen. Elminster, ich habe Fragen. Ich glaube, ich bin nie diese Leiter hoch. Lass mal da hochgehen. Ich war nie hier oben, aber wieso haben wir hier eine Leiter? Gibt's hier was? So ein kaputtes Dach. Ich meine, man kommt von hier aus wahrscheinlich auch auf andere Dächer und so. Und auf Balkone. Aber eigentlich geht das ja auch so. Aber vielleicht gibt es irgendeinen Gebrauch hierfür, ich weiß es nicht. Als man sich über die Dächer der Dächer der Stadt schleichen möchte. Oh mein Gott, oh, das ist echt nicht gut. Wo bin ich denn hochgekommen? Wo war denn die Leiter? Das müsste dasselbe Zimmer sein. Ne? So, und hier haben wir Devil's Den. das Teufelsloch. Der Name. Und hier haben wir noch jemand anderen. Nämlich was. You must hear me, Devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it. And you never will. You must help me, Raphael. For the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. Mhm. Ach so, ja. Danke. For the Irritierter first Blick. time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Habt ihr mich etwa von der Lava geheilt mit einem Fingerschnippen? Ich fühle mich leer. Was habt ihr getan? Ein netter Trick, aber zeigt mir etwas, das echt ist. Ich sag mal, ich fühle mich leer. Was habt ihr getan? I gave you back your privacy by shutting that illithid in your pocket. Out of your mind. It can't hear us. Huh. What's the catch? Im Illithiden mehr als euch? Dann sprecht offen. Sagt mir, warum ihr mich hergebracht habt. Das ist, ihr habt ein Heilmittel versprochen. Das ist kein Heilmittel. I'd ask you to be patient, but you've been patient enough. Now is the time to speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin.
A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Das Astralprisma, der Imperator, Orpheus, Eneminimiste, Orpheus. Very perceptive. Ja, ich bin clever, weil ich es schon gespielt habe. Yes. I can give you the means to break him free. Orpheus Garde hat versucht, mich zu töten. Das ist gefährlich. Warum sollte ich ihn befreien wollen? I suppose you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an illithid. To you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. Das Ding ist halt echt, Raphael macht unglaublich viel Sinn. Alle Beweise, die ich kenne, deuten darauf hin, dass Orpheus mein Feind ist und der Imperator mein Verbündeter. Der Imperator ist der einzige Grund, warum ich noch am Leben bin. Alter, jein. Also, ja, schon, aber nur weil er Orpheus gefangen genommen hat. Orpheus ist ja eigentlich der Grund. Also die Quelle davon. Deswegen, ich finde, Raphael hat gute Argumente. Meine Bardin sagt aber erstmal... Ich sag aber mal zweitens, der Imperator ist der einzige Grund, warum ich noch am Leben bin. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the gift for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Was ist das Risiko wert? Wie kann ich Orpheus befreien? Ich bin überzeugt, dass sie... ich bin überzeugt, sagt mir, wie ich Orpheus befreien kann. Das reicht jetzt, ich gehe. Wie kann ich Orpheus befreien? The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Danke, dass du mir verrätst, wo er ist. Perfekt, gib den mir. Das ging gut, um wahr zu sein. Das ist ja unerhört praktisch, dass ihr genau das habt, was ich brauche. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want. Ja, und jetzt kommen wir zum Haken der ganzen Sache. There it is. Of course. Genau, Carla. Weil eigentlich hört sich das gut an. Wir würden Orpheus befreien. Er wurde gefangen genommen. Er ist wahrscheinlich nicht das für die... Also Flakith hat ja gelogen. Also er ist jetzt vielleicht nicht das, was man denkt, dass er ist. Und er wird ja vielleicht doch recht unschuldig da gefangen gehalten in dem Prisma von einem Gedankenschinder. Und Gedankenschindern kann man ja vielleicht auch nicht trauen. Worauf ich hinaus wollte ist, wie gesagt, Raphael macht schon Sinn. Ich hätte gern diesen Hammer. Aber ihr wollt vermutlich meine Seele im Tausch gegen diesen Hammer. You really do think highly of yourself. My sights are set on something much more valuable than your soul. Succulent though it would be. I want the crown that dominates the Elder Brain. So übrigens wie auch Gale, er hätte auch gern diese Krone. Was genau ist die Krone? Power. Ancient and full of wonder.
I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky, like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands. Ja, das ist der Haken. Wir würden zwar nicht unsere Seele verkaufen, aber wir wären vertraglich gebunden daran, dass er die Krone bekommt. Also eines der mächtigsten Artefakte, was man sich wahrscheinlich so vorstellen kann. Auf jeden Fall etwas, das ihn zum Erzteufel machen würde. Will man wirklich Raphael so viel Macht geben? Eigentlich nicht. Die Vorstellung, dass sie alle 9 Höllen regiert, erfüllt mich nicht gerade mit Freude. The hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. Warum habt ihr die Krone noch nicht? It was stolen from right under my nose all those centuries ago. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Dass es diesen Sterblichen im Gegensatz zu euch gelungen ist, die Krone zu stehlen, muss ganz schön ärgerlich für euch sein. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus.
With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Karsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Das ist die Frage, ne? Was würde er tatsächlich mit der Krone am Ende tun? Und das weiß ich nicht. Ich habe es nie so gespielt, dass ich am Ende ihm die Krone gebe. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann möglich ist im Storyverlauf und was dann passiert. Das ist auch was ich gerne mal ausprobieren würde, aber ich denke jetzt nicht mit meiner Bardin. Was ich bisher immer gemacht habe, ich habe tatsächlich den Vertrag unterschrieben und gehofft, dass ich halt ein Hintertürchen finde und das ist möglich. Aber mit meiner Bardin würde ich es jetzt mal so machen, auch etwas, was ich noch nicht gemacht habe, nämlich, dass ich jetzt hier doch sage Nein. Also, man könnte sagen, ich bin mit den Bedingungen einverstanden, unterschreibe ich. Lieber zerstöre ich die Krone, als dass ich riskiere, dass sie wieder in falsche Hände fällt. How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. Also meine. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. Ich werde die Krone selbst kontrollieren. Vielleicht auch nicht. Aber ich mache erstmal keine Geschäfte mit euch. Ich gehe. I won't stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Denn er hat es direkt rausgeschmissen. Wie gut. Der hat eigentlich ein schönes Zimmer auch. Hier so. Sieht man es gar nicht so schön, aber ein schickes Zimmer. Ja, er hat uns nämlich verraten, wo der Hammer ist. Also wir... Ja, da bin ich wieder. Ich wollte gerade mit meinen Zuschauern reden, aber okay. Hi, Imperator. Es war Raphael. Ja, was ich sagen wollte, wir können trotzdem Orpheus befreien. Wir müssten den Hammer nur dem Teufel stehlen. Voll easy. Gar kein Problem. Ich bin einfach froh, euch wieder zu haben. Ich glaube, so nah stehen wir dem Imperator dann doch nicht, ne? Wir sagen ihm einfach, es war Raphael. Raphael? Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Er will die Krone auf dem Gehirn. Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. And what did he offer you in return for bringing it to him? Spielt es eine Rolle? Ich habe Nein gesagt. Das ist die Frage, will man, weil der Imperator will ja nicht, dass man Orpheus befreit. Deswegen will ich ihm das jetzt verraten oder nicht? Ich bin meine Bardin, ja, sie ist mal offen, die Mittelorpheus zu befreien. Tell me, you turned him down. Ja, aber ich mache es trotzdem. Ich habe abgelehnt. Good. I am glad. But be careful. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Ja, wir werden ihm einfach nicht verraten, erstmal, dass ich plane, den Hammer zu holen und Orpheus zu befreien. Auf meine Art und Weise. Und wir können das auch Voss dann gleich noch wissen lassen. Der wartet hier unten auf uns. Aber das ist etwas für die nächste Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.